Ja, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Ich bin hier in Abu Dhabi und bin heute gefahren alle neuen Tausender der Saison 2016. Auch schon die neue ZX10R im Vergleich. Bleibt dran! Ja, bei den Tausendern hat sich ja letztes Jahr schon irrsinnig viel getan, aber heuer für 2016 hat Kawasaki nochmal nachgelegt und möchte die Karten für die Saison neu mischen. Kollege Chaot war ja schon in Sepang, ist sie gefahren, war auch ziemlich begeistert von der Maschine, aber ich bin jetzt hier in Abu Dhabi beim Bridgestone S21 Reifentest, habe die Gelegenheit gehabt, fast alle aktuellen Supersportler zu fahren. Wie schlägt sich die ZX10R im Vergleich zu den anderen? Also wenn man sich mal draufsetzt, wirkt sie nicht ganz so modern und auch am ersten Blick nicht ganz so Racebike-mäßig wie ZB die Yamaha R1, muss man sagen. Auch das Display wirkt schon etwas älter als die der Mitbewerber und man hat jetzt gar noch nicht so das Gefühl, dass man da jetzt auf einer radikalen Wunderwaffe oben sitzt. Wenn man dann aber loslegt, merkt man sofort, was die Kawa nämlich gut kann, nämlich sie kann sehr gut fahren. Am Kurveneingang unglaublich handlich, also das, was man beim Rangieren und bei der Sitzposition ja gar nicht zutraut, da ist sie vom Handling-Niveau her auf dem Niveau von der Yamaha 1, also die Handling-Rakete bisher, kann vermutlich auch mit der Aprilia mithalten, die war heute leider nicht wie hier mit dabei. Und wo die Kawa hier wirklich ausgezeichnet gepunktet hat, und das war auf dieser Rennstrecke auch wirklich wichtig, ist die Bremserei. Unvorstellbar geile Bremserei in Kombination mit der besonders starken Front, also mit der neuen Gabel, hat das wirklich gut funktioniert am Kurveneingang, hat kräftig ankern können, hat dann jederzeit stabiles und sicheres Fahrgefühl gehabt. Also Kurveneingang durchaus ein Revier von der Kawa, auch in den Wechselkurven die Kawasaki absolut top, hat mir richtig gut gefallen. Bin dann umgestiegen auf die R1M, dann auch auf die S1000R. R1M, muss ich sagen, für mich das Motorrad, wo ich aufsteige, immer noch, wo am meisten Hightech und am meisten Race-Feeling rüberkommt. Schon das Display, die Sitzposition, der Motorsound. Also sie wirkt insgesamt immer noch so, als wäre, und das ist sie, glaube ich, auch das geilste Motorrad und das Motorrad, das am nächsten an einem Rennmotorrad dran ist. Fühlt sich dann vor allem auch nochmal so an, wenn man den Motor hochkreischen lässt. Die R1M hat meiner Ansicht nach den drehfreudigsten Motor. Irrsinnig direktes Ansprechverhalten, besser als die Kawasaki. Auch man kann sich zwar die Mappings einstellen, aber ich finde dieses Gefühl, diese direkte Verbindung vom Gasgriff zum Hinterrad kriegt man mit der Yamaha am besten hin. Drehfreudiger Motor, irrsinnig geil. Agiles Handling, aber da muss ich sagen, Optik von der Yamaha sieht sie ja deutlich handlicher aus, für mich auch im Stand, wie die Kawasaki. Aber am Kurveneingang, denke ich, sind sie ungefähr gleichwertig. Im Vergleich muss ich sagen, die normale R1, also ohne M, ist von der Qualität und von der Güte von den Fahrwerkskomponenten der Kawasaki ZX10R, denke ich, unterlegen. Die R1M jedoch, State of the Art, hat man ein fertiges Ölzeug drin, ist ja auch deutlich teurer. Und beide Modelle schenken sich dann meiner Ansicht nach nichts beim Schaltassistenten. Bei den Fahrassistenzsystemen, muss ich sagen, gefällt mir die Yamaha ein bisschen besser. Da habe ich am Kurvenausgang, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur, weil das Display modern aussieht, schenke ich irgendwie der Yamaha etwas mehr Vertrauen. Aber schauen wir mal nach Bayern, was die drauf haben, die BMW-Kollegen. Da muss ich sagen, von der Optik her wirkt sie nicht ganz so grell wie die Yamaha und die Kawasaki. Könnte man fast sehr ein bisschen unterschätzen, wenn man da jetzt in der Boxengasse schaut. Am Kurveneingang in den Wechselkurven die BMW
nicht ganz so handlich, dafür aber die angenehmere Sitzposition auf der BMW S1000 RR. Also es ist sicher das Motorrad, wo man auf längeren Distanzen angenehmer im Sattel sitzt und wo man vermutlich auf längere Distanzen auch die besseren Rundenzeiten hinbringt. Ganz großer Pluspunkt, Schaltassistent serienmäßig bei der BMW S1000. Ja, beim Rauf- und beim Runterschalten mit Blipper-Funktion. Irrsinnig toll für gute und für schlechte Piloten. Den Schlechten hilft es einfach, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert und die guten Piloten können hier Zehntelsekunden rauskitzeln. Aber wo es ernst wird und wo die S1000 RR immer noch allen anderen deutlich überlegen ist, am Kurvenausgang bis dann zum Ende der Stadtzielgerade, also auf der Geraden, die S1000 RR hat den stärksten Motor, muss auch sagen, in jeder Lebenslage. Also sie ist unten raus im mittleren Drehzahlbereich schon mal stärker als die Mitbewerber. Fühlt man hier, keine Ahnung, was der Prüfstand sagt, aber vom Gefühl her im unteren, mittleren Drehzahlbereich deutlich stärker. Auch das Übersetzungsverhältnis passt ganz gut. Oben raus unschlagbar. Traue ich mir jetzt vom Fleck weg sagen, alle Prüfstandsausdrucke werden das bestätigen. Oben raus die BMW S1000 RR 2016 immer noch unschlagbar, also auf jenen Strecken, wo lange Geraden sind, wo man extrem lange Kurven hat, hohe Geschwindigkeiten, wo man auch von 200 noch raus beschleunigt. Wird man vor allem in den Hobbyserien mit der S1000 RR so gut bedient sein, weil man mit ihr billige Überholmanöver machen kann, auf der Geraden einfach rausbeschleunigen und am Kurveneingang dann einfach den quirligen Japanern quasi die Linie zusammenhauen. Dabei waren auch die beiden Ducati-Modelle, die kleine Panigale quasi und die 1299er S. Die 1299er S habe ich mir im Vergleich angesehen, damit wir fair bleiben. Optisch für mich eine Augenweide, technisch, wenn man sich ansieht, vom Gefühl her unschlagbar, was da mit drinnen ist. Auf der Strecke ist sie aber immer noch das Motorrad, das am forderndsten ist. Also ich wage fast zu behaupten, dass ich mit der kleinen Panigale, mit meinem Leistungsniveau hier schneller unterwegs gewesen wäre. Hier haben wir ja sehr starke Bremsmanöver auf der Formel-1-Strecke. Das haut mit der großen Panigale super hin, aber man braucht schon ziemlich viel Power und dann beim Rausbeschleunigen macht sie mich leider müder, als die anderen Tausender mich müde machen. Ich schaffe es nicht wirklich, das Potenzial von der Maschine auszunutzen. Bessere Piloten hier kommen mit der Panigale näher an die anderen Motorräder ran oder ziehen auch noch vorbei. Das gelingt mir offen gesagt nicht so. Ist ein bisschen das Heck der Maschine, das mich ein bisschen nervös macht und dieser unvorstellbare Punch, den der Motor abschiebt, der im unteren Drehzahlbereich jetzt nicht wirklich viel hergibt, aber dann unvorstellbar grimmig anschiebt, fühlt sich dieser Punch, wenn der Motor kommt, noch stärker an als bei der BMW, aber das Drehzahlband ist etwas schmäler. Die Güte der Fahrwerkskomponenten natürlich famos, auch die Güte der elektronischen Komponenten famos und für Ducatisti eine gute Wahl, aber eben auch eine anstrengende und für schnelle Rundenzeiten sehr herausfordernde Wahl. Aprilia RS4 leider nicht mit dabei, tut mir weh, weil die liebe ich ganz besonders, vor allem mit diesem irrsinnig geilen Feeling für die Front, mit diesem, wie soll ich sagen, vom Fahrwerk her, quasi Raceback Motorrad. Bridgestone hat die Aprilia leider hier nicht mit dabei. Ich muss sagen, die Motorräder hier alle auf einem ähnlichen Niveau, wie ich es vorher erwähnt habe, mit Vor- und Nachteilen in den einzelnen Bereichen. Ich denke, die Aprilia ist leistungsmäßig ein bisschen unter der Cava und der BMW, denke ich. Sie ist aber von der Präzision, von der Stabilität und vom Handling, also diese drei Parameter am Kurveneingang und über den gesamten Radienverlauf, denke ich immer noch das beste Motorrad. Unschlagbar dann eigentlich in der RF-Version. Oben raus der Motor vielleicht ein Tick schwächer eben als vor allem die S1000 RR, aber ich denke auch als die Cava und als die Yamaha. So sieht die Analyse aus, hier aus Abu Dhabi von der Formel 1 Rennstrecke auf der Yas Island. Die gute Nachricht zum Schluss, die aktuellen 2016er Tausender allesamt geile Motorräder mit feinen Nuancen im Unterschied. Also ihr könnt auf keinen Fall ein
falsches Eisen kaufen. Und was mir beim Test hier besonders gut gefallen hat, Bridgestone S21, der Supersportreifen, hat auf allen Motorrädern super funktioniert, hat mich nicht beeinflusst, da bei meinen Resultaten hat wirklich toll funktioniert und es hat wirklich viel Spaß gemacht.